Eine kleine Etagere. Hier haben wir die zweite Rutsche. 9000 Kalorien, die wir uns vor uns nehmen. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger vor allem. Let's go! Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei BigM und einer neuen Folge, unsere dritte Folge im Rahmen unserer Oktoberfestreihe. Und dabei sind wir nicht in München, wir sind nicht in Köln, sondern wir sind in meiner Heimatstadt in Düsseldorf. Denn auch hier wird natürlich das Oktoberfest zum Anlass genommen, besondere Speisen vor allem in den Brauhäusern zu präsentieren. Und deswegen sind wir in meiner Meinung nach dem aktuell besten Brauhaus in ganz Düsseldorf und das ist zum Schlüssel. Ich habe hier mal vor circa einem Jahr, für alle, die das Ganze von Anfang an verfolgt haben, mal eine Brauhausstaffel gemacht, wo ich diverse Brauhäuser in Düsseldorf getestet habe und das Schlüssel hat nachher aufgrund eines Gerichtes gewonnen und das war der sogenannte Schmorbraten vom Treberbullen. Auch diesen Signature gibt es möglicherweise heute, aber das Besondere ist, hier gibt es eine spezielle Oktoberfest-Speisekarte, die es jetzt nur 2 bzw. 3 Wochen gibt und da dachte ich mir, wir haben die 7000 Kalorien Challenge jetzt schon geschafft, die 8000 Kalorien, wobei McDonald's Frühstück, Halleluja. Anyways, und jetzt sind wir bei 9000 Kalorien angekommen und das Ganze machen wir heute mit einer Oktoberfest-Challenge. 9000 Kalorien, nur mit Oktoberfestspeisen, das im besten Brauhaus in Düsseldorf mit einer speziellen Oktoberfestkarte. Das kann nur legendär werden und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns einmal an, wie die Speisekarte aussieht, welche Gerichte uns warten und vor allem, wie der Schlüssel aussieht. Let's go! Lukas hat uns empfangen, der Junggeschäftsführer, darf ich das sagen? Ja, kann man so sagen, Juniorchef Juniorchef. oder eben aktuell verantwortlich fürs Marketing hier im Haus. Dankeschön. Erstmal danke für die Einladung, dass wir erneut hier sein dürfen. Ich habe den Leuten gerade erklärt, wir sind ja schon mal hier gewesen, wo ich gesagt habe, für mich war es zu dem Zeitpunkt von dem Jahr das beste Brauhaus in Düsseldorf, weil ihr vor allem mit eurem Treberbullen, Ja, das ist cool. Schmorbraten Treberbullen überzeugt habt, was euer Signature ist. Aber heute bin ich aus einem anderen Grund hier und zwar bei euch allgemein Oktoberfest steht an und auch ihr habt was Besonderes zum Oktoberfest euch überlegt. Was habt ihr euch überlegt? Ja, wir machen einmal im Jahr die Oktoberfestwochen. In diesem Jahr vom 22.09. bis zum 5.10. In der Zeit bieten wir neben unserer normalen Speisekarte auch Spezialitäten von unseren bayerischen Freunden an. Die Karte wirst du ja später noch im Detail durchgehen und bieten somit unseren Gästen auch ein bisschen Abwechslung. Genau. Das Geile ist ja, ihr habt ja sowieso, ich sag mal, die Brauhauskultur gibt es bei euch ja ganzjährig. Ja. Ne? Also zum Beispiel Leberkäse, Schweinshaxe, was da so typisch Oktoberfest ist, gibt es bei euch ja sowieso. Aber ihr habt schon, wie du sagst, ne, was ich ja gesehen habe, so eine spezielle Karte noch ein bisschen angepasst zu der Oktoberfestzeit. Und deswegen sind wir hier eine 9000 Kalorien Challenge. So ein bisschen von dieser Oktoberfestkarte, fast alles, plus noch so 1, 2 Sachen wie der Signature und möglicherweise das eine oder andere, was auf eurer Karte sowieso ist. Also ich freue mich drauf. Ja. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Oktoberfest oder ich sag mal, die deutsche Küche-Kost ist ja nicht ohne, sondern stopft ganz gut. Und sie ist ja auch dafür da, dass man danach ordentlich Durst bekommt. Und das weiß ich nur zu genügend. Deswegen, ich glaube, es ist schon einiges vorbereitet. Ich finde es auch schön geschmückt. Ne? Wir sind schön bei euch im Kessel. Kann man so sagen. Ne? Hausbrauerei, ne? Darf nicht fehlen. Absolut. Bei uns wird noch traditionell handwerklich Bier gebraut. Und du hast einen ganz besonderen Platz hier im Lokal, direkt vor unserem Sudhaus, dem Herzstück einer jeden Brauerei. Also es ist angerechnet. Deswegen danke ich wirklich für die Gastfreundschaft, weiß ich wirklich zu schätzen. Und ja, damit würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, würden wir gerne Platz nehmen, unser Essen vorbereiten und dann würde ich sagen, legen wir los und freuen uns auf geiles Oktoberfestessen. Sehr, sehr gerne. Wir sind gespannt. Let's go. Let's go.
Erstes Mal unsere Brotzeitplatte. Das ist die Brotzeitplatte. Jawohl, Okay, hast du geil. quasi alle kalten Spezialitäten drauf. Den bayerischen Wurstsalat, leckere Sülze, das Kassler, leckeren Knochenschinken, ein bisschen Oberster und natürlich darf die Brezel nicht fehlen und ein bisschen Graubrot, damit er auch... Typisch bayerisch, sag ich mal. Genau so. Ja. Ist es. Genau. Und dann haben wir Das hier ist noch aber geil gemacht. eine kleine Etagere. Da haben wir die Rahmenschwammeln mit Semmelknödeln. Hier oben drauf, Ganz ne? oben drauf, genau. Ja. Hier haben wir eine Altbierbratwurst. Ja, die ist verfeinert mit Altbier. Typisch Dazu- Düsseldorf, muss man erwähnen. Altbier, ne? So ist das. Ja. Dazu gibt es leckeres Kartoffelpüree und eine ordentliche Biersoße. Ja. Und ganz unten auch klassisch fürs Oktoberfest natürlich die Weißwürste. Die dürfen nicht fehlen mit süßem Senf. Und den Rest hole ich jetzt. Geil. Eieiei, da kommen die nächsten Sachen, meine Lieben. So, hier kommt die zweite Rutsche. Einmal als speziellen Wunsch von dir nochmal unseren Schmorbraten vom ist Treberbullen. euer Signature, ne? So ist das, genau. Das sind die Rinder, die hier für uns extra gezüchtet werden und mit unserem Treber gefüttert werden, als spezielles Gericht, als spezielles Hausgericht. Und ja, da weiß ich, dass du dir das gleich richtig schmecken lässt. Auf jeden Fall. Hier haben wir die zweite Rutsche. Ganz oben einmal Spießbraten, schön mit Schmorzwiebeln. Klassisch mit Salzkartoffeln. Darunter ein Spanferkelbraten. Richtig geil, knusprige Kruste. Der sieht auch und schon geil auch mit aus. Semmelknödeln. Und unten drunter, klassisch auch für die Bayern, Leberkäse, der Leberkäse mit Spiegelei und Bratkartoffeln. Geil. Und zum Spanferkel und Spießbraten gibt es noch den Krautsalat. Ich wollte gerade sagen, der darf da nicht fehlen. So ein kleiner Salat, aber gerade zum Anfang. Ich muss dir ehrlicherweise sagen, es sieht wahnsinnig aus. Super. Also es macht so viel Bock gerade jetzt, glaube ich sag mal auf Oktoberfest, diese schönen Brauhaus-Sachen, was ja sowieso zu euch passt. Aber jetzt speziell zur Zeit. Also ich danke dir vielmals an das Team, an den Koch. Liebe Grüße gehen raus. Gebe ich gerne weiter. Und wir lassen uns gut gehen Dir und sage ich schauen. erstmal guten Appetit. Lass dir schmecken. Ne? Dankeschön, ich bin gespannt. Also Leute, einzige, was ich heute mal auslassen kann, sind tatsächlich die Handschuhe. Und damit würde ich sagen, auf geht's in die legendäre 3. von 4 Oktoberfest-Challenge im Schlüssel. Und damit 9000 Kalorien, die wir uns vor uns nehmen. Ich wünsche uns allen viel Spaß, guten Hunger vor allem. Let's go. Die Brotzeitplatte passt eigentlich schon perfekt hier hin. Damit würde ich sagen, fangen wir auch an. Eine Oberstar, Bauernsülze, Kassler, roher Schinken. Ich würde sagen, so ein Stückchen Brot. Mit ein bisschen, ja, tun wir uns mal ein bisschen hier überall mit drauf. Sülze, ne? Geil, wie viel Sülze hier drauf ist. Ich würde sagen, es ist eher Sülze mit Brot, ne? Geil. Ich muss euch ehrlicherweise sagen, ich habe früher richtig gern Schwarzbrot gegessen. Habe ich auch gerne mit zur Schule genommen, gerade als ich ein bisschen bewusster gegessen habe. Deswegen erinnert mich das gerade echt so ein bisschen an die Schulzeit zurück. Ne? Geil. Mit dem Kassler dazu. Würde ich Stand jetzt tatsächlich eher die Sülze nehmen, aber wir haben noch ein bisschen Butter hier, dann nehme ich mal ein Stückchen und ein bisschen Schinken. Schön ein bisschen Schinken mit Butter. Schinken ist geil. Mal weiter. Schöner Beilagensalat. Ist wie gesagt die Brotplatte, kann man sich auch wohl mit mehreren Personen teilen. Die kostet jetzt 17,90 Euro. Geil. Der bayerische Wurstsalat, das dürfte auch was für mich sein. Bayerischer Wurstsalat. Schön der Wurstsalat, ne? Gewürzgurken mit dabei, Zwiebeln. Ich glaube, das dürfte was für uns sein. Allein schon die Zwiebeln mit dabei, die wird mir schon reichen. Ich glaube, ihr könnt so ein Kilo Wurstsalat könnte ich schon essen. Habe ich früher tatsächlich auch so aus der frischen Theke, von der Fleischertheke, immer so schön, aber so Fleischsalat mit Sahne, wisst ihr, so schön auf dem Brot morgens zum Sonntagsbrötchen. Geil. Ein bisschen Kraut. Passt gleich ein bisschen dazu. Dann würde ich sagen, probieren wir erstmal alles einmal durch, bevor wir so richtig reingehen. Gehen auf das nächste. Das da oben waren die Rahmschwamel. Nehmen wir uns mal runter. Verschiedene Waldpilze in Rahmsoße und dazu 2 Semmelknödel. Also nicht wie letztens 4 Stück zum Glück, sondern erstmal nur 2, wobei dafür haben wir mehr Gerichte hier. Probieren das Ganze mal. Wow. Okay, das ist geil. Das ist ja mal geil. Und tatsächlich auch wieder die Semmelknödel. Schmecken mir persönlich besser wie die normalen, ich sag mal Kartoffelklöße-Knödel. Also,
Das ist definitiv schon mal meins. Da freue ich mich gleich drauf. Vor allem aktuell ist mir noch so ein bisschen kalt, so ein bisschen frisch. Ne? Ich meine, bin ja selber schuld, wenn ich hier ich sag mal, kleinen Hemdchen sitze. Ne? Aber dann würde ich sagen, machen wir weiter. Das war die Altbier-Bratwurst. Ne? Altbier, für alle, die es nicht wissen, halt typisch Düsseldorf. Ne? Altbier. Ich trinke ja sowieso keinen Alkohol, aber ich weiß, dass die Leute, die aus Düsseldorf kommen, liebe Grüße gehen an meine Family, an meinen Bruder und meinen Vater raus, sehr gerne Altbier trinken. Wie immer. Sauerkraut, Löwensenf, Soße aus Düsseldorf und dazu haben wir Kartoffelpüree. Ich probiere jetzt mal die Wurst dazu mit Soße. Ich sag mal, für mich jetzt gerade so an sich nichts Besonderes. Ne? Ist eine Bratwurst mit ein bisschen Sauerkraut. Kartoffelpüree würde ich stand jetzt mich natürlich, ich sag mal, eher für oben das Rahmschwärmel, weil es für mich besonderer ist, einfach entscheiden. Aber nichtsdestotrotz haben wir ja noch einige Sachen. Brezel darf ja nicht fehlen. Ne? Und was ich euch wirklich sagen muss, ich bin normalerweise gar nicht der Weißwurst-Fan. Ne? Ich glaube, man muss die Haut abmachen. Das hat Raff auch gemacht. Zum Glück waren wir erst bei Raff, da habe ich gesehen, wie er es gemacht hat. Er hat das gepoolt. Ich habe ja auch eine so gegessen. Gepoolt, ob es richtig ist, keine Ahnung, wenn auch nur zur Hälfte wahrscheinlich. Aber gehen mal rein in die Weißwurst. Wow. Also ihr wisst ja, ich liebe es bei Raff, ne? Aber die schmeckt mir sogar noch besser als bei Raff. Halleluja. Die ist geil. Ah, die ist brutal, die ist wirklich geil. Die schmeckt noch bestimmt mit dieser Altbiersoße. Geil. 1A. Kein Scheiß, die Weißwurst ist geil. Ich glaube, da könnte ich 20 Stück jetzt von essen. Brezel, wir haben auch noch so Weißwurstsenf, den probieren wir gleich mal dazu. Ja, okay. Machen wir hier oben weiter. Probieren wir mal den Spießbraten mit Schmorzwiebeln. Nehmen wir uns direkt zusammen. Das meins. Das meins. Ich liebe Schmorz, allgemein Zwiebeln. Der geht runter wie Butter. Also Leute, das ist meins. Schaut euch mal hier an. Auch von innen schön die Fasern. Ne? Also das ist genau meins. Mit den Schmorzwiebeln innen drin. Auch die schöne Bratensoße. Erinnert mich nicht nur an Oktoberfest, sondern es geht schon wieder diese Richtung Weihnachten. Ne? I love it. Spanferkel aus dem Ofen. Schaut mal hier oben schon die Haut. Ne? Da nehmen wir uns direkt mal ein bisschen was. Oh, das sehe ich jetzt schon, das muss ich in die Hand nehmen. Das ist die Haut. Boah. Ähnlich wie bei der Haxe. Crunch-Faktor ist da. Geil. Probieren wir dazu das Fleisch. Oh, geil. Auch hier wieder die schönen Semmelknödel dazu. Diesmal aber mit Rotkohl. Ja, ich bin halt einfach kein, ich sag mal, Rotkohl- oder Blaukraut-Fan. Ist einfach nicht so meins, aber Semmelknödel, also auch hier Spanferkel gebraten, ihr habt es ja gehört, Top 1A. Und dann kommen wir zum Schluss, was es hier tatsächlich immer gibt. Also das ist jetzt nicht nur speziell Oktoberfest, Leberkäse. Oh. Toll. Toll, wirklich toll. Der Leberkäse jetzt hier und ich muss auch sagen, die Weißwurst schmeckt mir sogar ein bisschen besser als bei Raff, aber da war es halt einfach auch das große Ganze. Dafür hat er die heftigste, eine geile Achse gehabt. Und damit würde ich sagen, haben wir soweit alles durchprobiert. Ich mache mich jetzt ran an die 9000 Kalorien. Schaut euch das erste schaffe und ich würde sagen, ich fange an mit dem, was vor mir steht und das ist definitiv die Brotzeitplatte. Geil. Also meine Lieben, damit haben wir Gericht Nummer 1 soweit durch, die Brotzeitplatte für 17,90 € pro Person, war sehr lecker, Oberstar, Brezel, tippitoppi, Fleischsalat, hätte ich sogar noch mehr reingehen können. Weiter geht's in Nummer 2. Kommen wir zu dem Grund, warum ich damals gesagt habe, für mich das beste Brauhaus in Düsseldorf und das ist der Schmorbraten vom Treberbullen. Probieren wir jetzt das erste Mal nämlich zusammen. Ich glaube sogar mit Patent drauf, wie es auch damals hieß. Kartoffelpüree eigentlich nicht so meins, aber mit Röstzwiebeln. Und der schmeckt immer noch himmlisch. Halleluja. Ja, also hier tatsächlich, man kriegt überall mittlerweile eine gute Haxe, auch hier. Wir werden im Übrigen auch jetzt hier gleich noch eine Haxe testen. Nicht im Livestream, nicht für den Kanal, sondern für den zweiten Kanal, weil wir heute noch 2 andere Brauhäuser in Düsseldorf abchecken und da Haxen testen. Aber auch hier
weil dennoch hier ist man für die Haxe bekannt. Aber der Schmorbraten ist deswegen, wie gesagt, damals das der Grund gewesen bei vielen Haxen, warum ich gesagt habe, das hat für mich nochmal den Unterschied gemacht. Ne? Und auch heute 1A. Hatten jetzt gerade die 1350 Kalorien mit der Brotzeitplatte und jetzt beim Schmorbraten sind wir auch wieder bei 1350 Kalorien. Und damit hätten wir schon mal, ich sag mal, 2700 schon mal safe, wenn wir das schaffen. Aber auch das müssen wir erstmal schaffen. Und dann steht noch einiges an. Was ein Unterschied zu McDonald's, ne? Halleluja. Richtig der Unterschied. Aber damit haben wir Gericht Nummer 2 soweit durch und damit den Schmorbraten vom Treber holen. Kommt zu Gericht Nummer 3, Brezel 7,90 €. Haben wir Gericht Nummer 3 durch, die beiden Wurstwürste. Eins hatte ich ja vorhin schon gegessen, jetzt noch die Brezel mit auf. Machen uns auf zu Gericht Nummer 4. Es flutscht auf jeden Fall. Packen wir uns, was meint ihr? Ich würde sagen, ich packe mir die Altbier-Bratwurst mit dem Kartoffelpüree und dem Sauerkraut, weil es jetzt auch nicht mein 100%iger Favorite ist. Und gehen rein da. Schmeckt vor allem mit der Soße sehr lecker. Haben wir auf jeden Fall die Bierbratwurst mit dem Kartoffelpüree soweit durch, Gericht Nummer 4. Da lagen wir übrigens bei 13,90 € und kommen jetzt zum nächsten Gericht, Gericht Nummer 5. Und das ist Rahmschwamme, mal wieder mit den Semmelknödel, was mir unnormal geil geschmeckt hat. Also, oh, da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Da freue ich mich richtig drauf. 15,90 € kostet das Ganze. Das Rahmenschwärme soweit durch. Aber wie gesagt, für mich aktuell ein Geheimtipp hier. Mega, gerade zu den Oktoberwochen. Hui, ich würde sagen, nehmen wir unser kleines Salätchen mal hier noch mit dazu und packen uns den nächsten Teller von oben nach unten. Das ist wieder der Spießbraten. Und dazu ist dann auch der hausgemachte Krautsalat, der hier noch mit dazu ist. Dazu 4 Salzkartoffeln mit Soße. Und die darf natürlich dann auch hier nicht zu wenig sein. Ist übrigens jetzt der Spießbraten, da sind wir bei 19,90 €. Ich glaube, da sind gerade ein paar Gäste gekommen, die wurden erstmal wieder weggeschickt, weil sie hier bei uns im Abteil waren. Schade. War ein paar nette Mädels dabei, muss man sagen. Nächstes Gericht geschafft. Was soll ich euch sagen? Ich fühle mich immer voller und mir wird auch immer wärmer. Aber der Spießbraten ist soweit durch und war auch ein geiles Highlight. Und ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Spanferkel gebraten aus dem Ofen. Für 19,90 €. Und was die auch gemacht haben, finde ich ganz cool. Vielleicht ist das auch so ein To-Go-Ging. Kann man auch im Brötchen nehmen. In Düsseldorf heißt Brötchen, ich weiß, bei dem einen oder anderen heißt Semmel. Mit hausgemachten Krautsalat. Ich glaube, ich hätte den Krautsalat hier auch dem Blaukraut bzw. Rotkohl vorgezogen. Aber hier ist jetzt am Teller mit dem Rotkohl, aber dafür wieder Semmelknödel. Geil. Geil, 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 geil. Haben wir auch Spanferkel gebraten aus dem Ofen. Und das war natürlich auch wieder ein Highlight, weil es so knusprig war. Ne? Ging so in die Richtung Haxe. Geil. Packen wir uns den letzten Teller und damit kommen wir mal wieder zu unserem, ich sag mal, wirklich schon Klassiker, letzten Klassiker. Und damit dem Leberkäse mit einem schönen Spiegelei, Schmorzwiebeln und Bratkartoffeln und gehen damit ins letzte Herzhafte, bevor wir natürlich die letzten Kalorien nochmal voll machen mit einem Oktoberfest-Dessert. Aber hiermit hätten wir jetzt schon mal die zwischen, ich sag mal, 8.000 und 9.000 Kalorien definitiv voll, bevor wir gleich zum Abschluss kommen. Ne? Also das ist wieder so, deswegen, also Bratkartoffeln, die finde ich super. Auch mit den Schmorzwiebeln, das hätte mir vorhin noch besser dazu gepasst, anstatt die Salzkartoffeln. Was ist denn eure, ich sag mal jetzt, Favorite? Würdet ihr euch, ich sag mal jetzt hier für, ich sag mal, Knödel entscheiden, Bratkartoffeln oder wärt ihr dann doch eher so Salzkartoffel? Oder Alternative wäre natürlich auch noch Kartoffelpüree. Und damit gehen wir in unsere letzte Gabel, in das letzte Stück Leberkäse rein. Und wir haben alle Teller soweit durch. War super, super lecker. Also, Halleluja.
Sind jetzt auch schon eine Stunde dran, wie ich meine. Ja, eine Stunde genau dran. Halleluja. Ich habe auch noch nichts getrunken. Ich glaube, wird jetzt gleich mal Zeit. Damit haben wir so um die 8.000 bis 9.000 Kalorien müssten jetzt durch sein. Und das Dessert ist schon geordert, denn das ist das Einzige, was jetzt hier nicht hätte hingepasst, wenn es dann vielleicht zerlaufen wäre oder so. Denn das soll als kleiner Abschluss kommen. Ich würde sagen, wir räumen die Teller kurz auf, snacken auch die eine oder andere Wurst hier vom Wurstsalat. Und dann wird es auch Zeit fürs Dessert. Und wahrscheinlich dann sogar mit dem Schaffen der 9.000 Oktoberfest-Kalorien-Challenge und dem dritten verwerten Video. Aber noch steht eins an, noch ist es nicht geschafft. Kommen wir zum Grande Finale. Auch das, was in der 9.000 Kalorien Challenge nicht fehlen darf. Ich denke mal, spätestens jetzt bei den 9.000 Kalorien brauchen wir es einfach. Ein kleiner Abschluss, ein kleines Dessert, ein schöner Apfelstrudel und ja, mit schöner, heißer Vanillesoße. Ne? Schön hier, ein bisschen verziert. Richtig, richtig geil. Ein schöner Abschluss. Und eins kann ich euch sagen, er ist warm. Er ist warm. Ich fühle es. Das war der Grund, warum ich auch, glaube ich, gesagt habe, jetzt zum Abschluss muss einfach noch jetzt mal was Schönes, Frisches, Warmes kommen. Schöner Apfelstrudel, wie er halt passend zum Oktoberfest auch ist, ne? Zu der Zeit. Ach, gehen wir rein. Oh. Wow. Halleluja. Toll, wirklich toll. Schöner, schöner grüner Abschluss, kann man nicht anders sagen. Ja, weiß gar nicht, wie ich jetzt gleich in die Haxe wieder reingehen soll. Damit gehen wir ins letzte Stück Apfelstrudel rein, mit schön Vanillesoße. Schöner Abschluss bei einer durchweg besseren Kalorien-Challenge, als sie noch zuletzt bei McDonald's mit den 8.000 Kalorien war. Halleluja. Geil. Wirklich toll, wirklich lecker. 9.000 Kalorien in einer Stunde 9, also die 9 Minuten, die 9, die ist halt anscheinend heute die Zahl. Geschafft und damit würde als nächstes ja, die 10.000 Kalorien Challenge anstehen. Wie gesagt, wahrscheinlich mit meinem Bruder The Genetic One, Nougat Bits, 10.000 Kalorien Challenge. Aber damit ist jetzt auch YouTube bzw. Video-Livestream Format 3 von 4 in unserer Oktoberfest-Special-Reihe soweit durch. Eins erwartet euch noch und das ist dann halt die XXL Currywurst Challenge, Beat Big M, das letzte Format, 4 von 4, dann haben wir alle, ja, ich sag mal, Formate im Oktoberfest-Style soweit durch. Oh, Halleluja, jetzt gerade, würde ich sagen, war es das, aber wir starten jetzt wieder auf unserem Zweitkanal Big M TV so richtig durch. Das heißt, wir werden noch die eine oder andere Haxe testen, wie jetzt auch hier. Das heißt, wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, wie hier quasi die Haxe schmeckt und vor allem im Vergleich zu den nächsten 2 anderen Brauhäusern, die noch die besten in Düsseldorf sind, dann schaut gerne auch hier eingeblendet auf dem Zweitkanal Big M TV vorbei, denn dort werde ich jetzt noch weiter essen, mir nach diesem Gericht nochmal eine Haxe hier gönnen und noch an 2 anderen Standorten heute, also noch ein bisschen weiterziehen. Ich danke euch fürs Zuschauen bei der 9.000 Kalorien Challenge. Wie gesagt, es geht noch einmal weiter mit der Oktoberfest-Reihe und da sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gerne auch bei den Livestreams dabei sein. Ich sage liebe Grüße aus Düsseldorf vom möglicherweise aktuell besten Brauhaus zum Schlüssel. Liebe Grüße. Ciao, ciao.